Hey, hoffe euch allen geht es gut. Wir werden heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Die künstliche Intelligenz. Habt ihr schon davon gehört? Die künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug, welches entwickelt wird, um uns in allen möglichen Branchen zu helfen. Sie hat bereits viele Probleme gelöst, die der Mensch vorher nicht bewältigen konnte. Aber wusstet ihr, dass KI auch großen Schaden anrichten kann, wenn sie nicht richtig gehandhabt wird? So lasst uns in diesem Video gemeinsam einen genaueren Blick auf die möglichen Gefahren von KI werfen und darüber diskutieren, wie wir diese Risiken minimieren können. Der legendäre Physiker Stephen Hawking sagte einmal, dass die Entwicklung einer effektiven KI das größte Ereignis in der Geschichte unserer Zivilisation sein könnte, oder das Schlimmste. Wir können nicht vorhersagen, ob KI uns unendlich helfen, uns ignorieren und isolieren oder uns sogar zerstören wird. Deshalb müssen wir uns der Gefahren bewusst sein, die von der KI in der Zukunft ausgehen können, und sie beherrschen, bevor es zu spät ist. Werfen wir jetzt einen Blick auf einige der Gefahren der KI. Die erste ist die Verletzung der Privatsphäre. Die Privatsphäre ist ein grundlegendes Menschenrecht, das jedem zusteht, aber KI kann in Zukunft zu einem Verlust der Privatsphäre führen. Wie soll das gehen? Heutzutage ist es möglich, Ihre täglichen Aktivitäten mit Hilfe von Technologien wie Gesichtserkennung und Sicherheitskameras zu verfolgen. Darüber hinaus können die Datenerfassungsfähigkeiten der künstlichen Intelligenz genutzt werden, um einen Zeitplan für Ihre täglichen Aktivitäten zu erstellen, in dem Daten aus verschiedenen sozialen Netzwerken abgerufen werden. Wussten Sie, dass beispielsweise China derzeit an einem auf KI basierenden Sozialkreditsystem arbeitet? Dieses System wird jedem chinesischen Bürger eine Punktzahl geben, die auf seinem Verhalten basiert. Das heißt, wenn der chinesischen Bürger Dinge macht, wie dem Nichtbezahlen von Krediten, dem Abspielen lauter Musik in Zügen, dem Rauchen in Nichtraucherzonen und dem Spielen zu vieler Videospiele. Eine niedrige Punktzahl kann zu einem Reiseverbot oder einem niedrigeren sozialen Status führen. Dies ist ein Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz Zugang zu allen Aspekten unseres Lebens haben kann und zu einem totalen Verlust der Privatsphäre führt. Die zweite Gefahr sind autonome Waffen oder Killerroboter. Dabei handelt es sich um Militärroboter, die nach vorprogrammierten Anweisungen selbstständig ihre Ziele suchen und anvisieren können. Viele technologisch fortgeschrittene Länder entwickeln solche Roboter, und einige behaupten sogar, dass künftige Kriege nicht mehr von Menschen, sondern von diesen Robotern geführt werden. Der Einsatz solcher Waffen birgt jedoch viele Gefahren. Was, wenn sie außer Kontrolle geraten und unschuldige Menschen töten? Oder, was noch tragischer ist, was, wenn sie ihre Ziele nicht von Unschuldigen unterscheiden können und diese versehentlich töten? Wer wäre in einer solchen Situation verantwortlich? Ein noch größeres Problem wäre es, wenn diese Killer-Roboter von Regierungen entwickelt würden, die das menschliche Leben nicht schätzen. In einem solchen Fall wäre es ziemlich schwierig, diese Roboter zu zerstören. Deshalb wurde 2018 beschlossen, dass autonome Roboter immer noch einen letzten Befehl von einem Menschen benötigen, um anzugreifen. Aber mit dem Fortschritt der Technologie könnte dieses Problem in Zukunft exponentiell zunehmen. Eine der größten Sorgen ist der Verlust von Arbeitsplätzen. Die fortschreitende KI-Technologie könnte viele Arbeitsplätze ersetzen, die bisher von Menschen ausgeführt wurden. Einem Bericht des McKinsey Global Institute zufolge könnte die Automatisierung bis 2030 zum Verlust von rund 800 Millionen Arbeitsplätzen weltweit führen. Aber keine Sorge, einige Experten sind der Meinung, dass die KI auch neue Arbeitsplätze schaffen könnte, indem sie den Menschen die Möglichkeit gibt, von körperlicher und repetitiver Arbeit zu Tätigkeiten zu wechseln, die kreatives und strategisches Denken erfordern. Dadurch könnten die Menschen mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Aber leider werden davon vor allem diejenigen profitieren, die bereits wohlhabend und gebildet sind. Darüber hinaus könnte KI potenziell für den Terrorismus eingesetzt werden. Terroristische Organisationen setzen bereits Drohnen für Angriffe ein, aber stellen Sie sich vor, Tausende von Drohnen würden von einem einzigen Fahrzeug aus gestartet, um bestimmte Personengruppen anzugreifen. Das ist ein beängstigender Gedanke.
Autonome Fahrzeuge könnten auch dazu verwendet werden, Bomben auszuliefern oder Waffen zu entwickeln, die Ziele ohne menschliches Zutun verfolgen und beschießen können. Solche Waffen gibt es bereits an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Das Schlimmste ist jedoch, dass Terroristen möglicherweise auf Killerroboter zurückgreifen könnten, um Anschläge zu verüben, eine erschreckende Vorstellung. So sehr wir die KI-Technologie und ihre Vorteile auch begrüßen wollen, müssen wir uns der potenziellen Risiken bewusst sein und Maßnahmen ergreifen, um sie zu mindern. Es ist wichtig, eine neue soziale Struktur zu schaffen, die sicherstellt, dass jeder seinen Lebensunterhalt verdienen kann, unabhängig davon, ob seine Arbeit durch KI ersetzt wird oder nicht. Auch die Regierungen müssen zusammenarbeiten, um KI zu regulieren und sicherzustellen, dass sie ethisch korrekt und nicht für schädliche Zwecke eingesetzt wird. Manchmal haben Menschen Vorurteile gegenüber anderen, die auf deren Religion, Geschlecht, Nationalität oder anderen Faktoren beruhen. Und leider können sich diese Vorurteile manchmal in die von Menschen entwickelten KI-Systeme einschleichen. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Unternehmen möchte KI einsetzen, um neue Mitarbeiter einzustellen. Es könnte einen Einstellungsalgorithmus entwickeln, der maschinelles Lernen einsetzt, um Lebensläufe zu analysieren und die besten Kandidaten zu identifizieren. Wenn aber die Daten, auf denen der Algorithmus basiert, fehlerhaft sind, etwa weil sie nur Lebensläufe von Männern enthalten, dann könnte der Algorithmus am Ende ein Vorurteil gegenüber Frauen haben. Und es geht nicht nur um geschlechtsspezifische Vorurteile, auch rassistische Vorurteile können ein Problem darstellen. In einem anderen Fall verwendete Google Fotos eine Gesichtserkennungssoftware, um 2 afroamerikanische Personen als Gorillas zu kennzeichnen. Dies war ein klarer Hinweis auf rassistische Vorurteile, die den Algorithmus veranlassten, Menschen falsch zu kennzeichnen. Warum ist das so wichtig? Denkt mal einmal darüber nach, wie oft KI bereits in unserem Leben eingesetzt wird, vom Online-Shopping bis zu medizinischen Diagnosen. Wenn diese Systeme mit Vorurteilen behaftet sind, könnten sie am Ende Diskriminierung und Ungleichheiten in unserer Gesellschaft aufrechterhalten. Die gute Nachricht ist jedoch, dass wir etwas dagegen tun können. KI-Forscher können manuell daran arbeiten, Vorurteile während der Entwicklung und des Trainings dieser Systeme zu beseitigen. Indem wir sicherstellen, dass die zum Training von KI verwendeten Datensätze vielfältig und repräsentativ sind, können wir das Risiko von Vorurteilen verringern. Also wenn ihr das nächste Mal KI einsetzt, um Entscheidungen zu treffen, denkt daran, dass diese Systeme nur so unvoreingenommen sind wie die Daten, die in sie eingegeben werden. Wenn wir uns des Potenzials für Vorurteile bewusst sind, können wir gemeinsam an einer faireren und gerechteren Welt arbeiten. Aber lasst uns nicht vergessen, dass KI immense Vorteile und Chancen bietet, um unser Leben zu verbessern und Probleme zu lösen. Im nächsten Video werden wir uns auf die positiven Aspekte von KI konzentrieren und euch zeigen, wie sie bereits unser Leben positiv beeinflusst. Also bleibt dran und lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Vergisst nicht, ein Like zu hinterlassen und meinen Kanal zu abonnieren.